Im Herbst 1918 endete der Erste Weltkrieg. Nach 4 schrecklichen Kriegsjahren war Deutschland am Ende seiner Kräfte. Deutschland hatte den Krieg verloren. Doch die deutschen Soldaten sollten auf Befehl der Regierung weiterkämpfen, angeblich um die Ehre des deutschen Militärs zu retten. Aber Soldaten aus Kiel weigerten sich und begannen einen Aufstand. Diesem Aufstand schlossen sich auch andere Soldaten und Arbeiter an. Sie forderten den Rücktritt des Kaisers und die Errichtung einer Republik in Deutschland. So begann die Novemberrevolution von 1918. Am Morgen des 9. November erreichte die Revolution Berlin. Reichskanzler Prinz Max von Baden verkündete in Berlin, dass Kaiser Wilhelm II. Zurücktritt. Auch Prinz Max von Baden trat zurück. Er übergab sein Amt an Friedrich Ebert von der SPD. Die SPD ist die älteste Partei in Deutschland. Damit war der Weg frei für die erste deutsche Demokratie. Doch es gab Spannungen zwischen der SPD und der USPD, also zwischen Sozialdemokraten und Kommunisten. Denn die USPD war eine radikal-sozialistische Partei. Noch am selben Tag fing Friedrich Ebert damit an, eine Regierung zu bilden. Es heißt Weimarer Republik, weil die erste Nationalversammlung in der Stadt Weimar zusammenkam. In Berlin gab es zu der Zeit noch Unruhen, deswegen traf man sich in Weimar. In der Nationalversammlung kamen Menschen zusammen, die gewählt wurden. Sie trafen wichtige Entscheidungen für die Nation. Die Nationalversammlung arbeitete die Weimarer Verfassung aus. Mit dieser Verfassung wurde Deutschland ein demokratischer Staat. Am 19. Januar 1919 durften die Bürger in Deutschland zum ersten Mal wählen. Zum ersten Mal in der deutschen Geschichte bekamen die Frauen in Deutschland das Wahlrecht. Die Bürger durften auch einen Reichspräsidenten wählen. Das war die oberste politische Person in der Weimarer Republik. Von 1919 bis 1925 war das Friedrich Ebert, danach kam Paul von Hindenburg. Die ersten Jahre der Weimarer Republik waren sehr schwierig. Deutschland hatte viele wirtschaftliche Probleme. Wirtschaft ist, sehr einfach gesagt, alles, was mit Arbeit, Produktion und Geld zu tun hat. Deutschland hatte den Ersten Weltkrieg verloren und musste durch den Vertrag von Versailles viel Geld an Frankreich, USA, Großbritannien und Italien zahlen. Die Menschen im Land hatten großen Hunger und bekamen nicht genug zu essen. 1923 kam es zu einer Hyperinflation. Inflation bedeutet, dass das Geld einen Teil seines Wertes verliert. Zum Beispiel, eine Brezel kostete letztes Jahr 1 Euro. Jetzt kostet sie 1,05 Euro. Du kannst also für 1 Euro weniger kaufen als vorher. Bei der Inflation 1923 kostete ein Brot am Ende 201 Milliarden Mark. Es war eine Hyperinflation. Millionen Menschen wurden arm. Eine neue Währung musste her, die Reichsmark. Währung ist Geld, mit dem man in einem Land bezahlen kann. In Deutschland ist das der Euro. Durch die Reichsmark stabilisierte sich die deutsche Wirtschaft in den späten 1920er Jahren. Die Wirtschaft wuchs sogar. Diese Zeit nennt man auch die goldenen Zwanziger. Es war auch eine Zeit kreativer Freiheit und Innovation. Städte wie Berlin wurden zu Zentren der Kunst, Literatur, Musik und des Theaters. Trotzdem war Deutschland politisch instabil. Seit Beginn der Weimarer Republik waren viele Menschen gegen die neue Demokratie. Sie wollten die Monarchie und den Kaiser zurück. Radikale Bewegungen, also linke Kommunisten und rechte Nationalsozialisten, kämpften gegeneinander. Außerdem gab es 1929 eine Weltwirtschaftskrise. Das bedeutet, nicht nur ein Land hatte wirtschaftliche Probleme, sondern viele. Das wirkte sich dann auf die ganze Welt aus. Viele Menschen in Deutschland verloren ihre Jobs und wurden arm. Die Menschen waren unzufrieden mit der Weimarer Republik. Das zeigten sie bei den Wahlen 1932. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, kurz NSDAP, bekam etwa 33% aller Stimmen. Die NSDAP war eine der radikalen Bewegungen, die gegen die Weimarer Republik waren. Der Chef der NSDAP war Adolf Hitler.
Am 30. Januar 1933 ernannte der Reichspräsident schließlich Adolf Hitler zum Reichskanzler. Die demokratische Weimarer Republik brach zusammen. Die nationalsozialistische Diktatur unter Hitler begann. Eine schreckliche Zeit begann und das zeigen wir im nächsten Video. Das war's und denkt dran, alles wird gut. Bis dann.